Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich möchte im heutigen Crazy Basics mit euch über Randmaschen beim Häkeln reden. Und zwar habt ihr hier die linke Variante, das sind die Randmaschen, so wie ihr sie kennt, in der Regel entweder mit Löchern oder mit Buckeln, das erkläre ich euch gleich. Und ich habe mir natürlich was ausgedacht für euch und das sieht so aus und das sind schöne Randmaschen beim Häkeln, da gibt's weder einen Buckel noch ein Löchlein. Also, wenn ihr wissen wollt, wie diese schönen Randmaschen jetzt gemacht werden und wie ihr das schön hinkriegt, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Bevor ich euch zeige, wie die schönen Randmaschen gehen, müssen wir erstmal drüber reden, wie man Randmaschen in der Regel macht. Und das ist ja auch gar nicht so schwer. Ihr habt zwei Möglichkeiten, und zwar entweder ersetzt ihr müsst ja nach oben kommen, euer erstes Stäbchen durch eine Luftmaschenkette, das sind dann 3 Luftmaschen, und dann müsst ihr hier ja die erste Masche auslassen, weil die wird ja durch diese 3 Luftmaschen ersetzt und die liegt ja hier schon drauf. Und dann geht ihr hier in das zweite Stäbchen rein. Ich habe in meinem Fall insgesamt 9 Maschen und wenn ich die ersetze, ist meine Luftmaschenkette das erste Stäbchen und dann sieht das so aus. Also ich habe hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kommt meine Wolle hier nicht nach. 7, 8 und 9. Und hier hinten habe ich die andere Variante. Da habe ich das zusätzliche Stäbchen gemacht. Das zeige ich euch gleich, wenn wir umdrehen. Da lasse ich die Luftmaschenkette dann hier hinten aus und habe so meine 9 Maschen. So sieht das jetzt aus auf der Hinreihe. So, und wenn wir das jetzt umdrehen, gibt es die andere Version. Das heißt, ich mache hier meine 3 Steigeluftmaschen, die brauche ich sowieso, um nach oben zu kommen, aber die zählen wir nicht als Masche mit. Und dann heißt es, das ist jetzt quasi Masche 0, ich gehe hier ins erste direkt rein. Also hier, das, was wir vorhin übersprungen haben, gehen wir ins erste rein. Das heißt, ich zähle das erste als erstes. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier drunter ist ja die Reihe, wo wir das erste Stäbchen durch die Luftmaschen ersetzt haben. Und deswegen gehen wir hier oben in die Wendeluftmasche rein, da, und haben dann unsere 9. Masche. So, das heißt, entweder ersetze ich mit den 3 Wendeluftmaschen das erste Stäbchen, dann sieht das so aus, also in der Reihe, die ich drüber häkel, ist okay, aber in der Reihe drunter bildet sich hier immer so eine leichte Lücke. Da. Ihr seht, hier sind so leichte Löchelchen, und wenn ich die Wendeluftmaschen als Zusatz nehme, dann habe ich die immer als Beule an der Seite dranhängen. Also bisher war das so, dass ich entweder hier mit den Löchern leben musste, da, die in meinem Fall, finde ich, noch immer am verschmerzbarsten sind. Die Beulen an der Seite finde ich viel schlimmer. Also die Löcher, wenn man das gut spannt, kann man die halt auch weitestgehend wegspannen, aber ihr seht, die bleiben da. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und eine Runde geknobelt und festgestellt, Mensch, das geht auch schöner. Und ich nenne das Standstäbchen. Es gibt auch Standstäbchen, wenn ihr einen neuen Faden ansetzt. Das würde dann so aussehen. Nur mal ganz als kleinen Exkurs. So, wenn ich jetzt einen neuen Faden ansetze, zack, hier und eine neue Farbe, dann kann ich ein Standstäbchen machen. Dann mache ich nämlich Folgendes. Ich habe hier die
diese Anfangsschlaufe auf der Nadel, mache einen Umschlag, den muss ich mir gut festhalten, gehe dann in die Masche rein, hole mir den Faden und ziehe den einmal durch den Umschlag durch und einmal durch die Masche und habe jetzt hier mit einem Stäbchen angefangen und habe ein Standstäbchen. So, das kann ich machen, wenn ich eine neue Farbe ansetze. Ist eine prima Sache. Aber wenn ich jetzt hier mit der gleichen Farbe anfange, kann ich ja hier oben keine Anfangsschlaufe machen, sondern da habe ich ja meine Schlaufe schon. Aber da können wir auch ein Standstäbchen machen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir ziehen die Masche ein bisschen größer. Ja, also einfach nur ein bisschen größer. Die zieht sich dann von alleine groß. Dann gehe ich von vorne nach hinten um die Masche rum. Also ich zeige es nochmal. Von vorne nach hinten um die Masche rum. Und hole mir hier meinen Arbeitsfaden vor. So. Und dann habe ich die Masche umwickelt. So, und jetzt kann ich in meine erste Masche reingehen, denn das ist das erste Stäbchen. Ich gehe hier auch in die allererste Masche rein, hole mir den Faden und masche den einmal ab und masche den nochmal ab für ein ganz normales Stäbchen. Und das ist mein Standstäbchen am Reihenanfang. Zählt als eine Masche, ist nur ein Müh breiter. Aber wir machen jetzt mal die Reihe zu Ende. Dann haben wir hier 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da ist mein Standstäbchen aus der Vorreihe. Und da ist der Faden hier am Anfang immer so ein bisschen größer. Seht ihr das? Und da gehe ich rein und muss gucken, dass ich mir auch 2 Fäden erwische. Also nicht nur den einen, sonst würde das hier auch wieder so ein Loch geben, so eine große Masche, sondern ich gehe hier durch 2 durch, hole mir den Faden, mache mein Stäbchen, habe mein 9. Stäbchen und habe eine super saubere, schöne Kante. Damit ihr das seht, zeige ich euch das nochmal. Ich ziehe hier nach oben raus. Halt, ich kann es auch loslassen, ne? Also ihr müsst das nicht zwangsläufig festhalten. Gehe von vorne nach hinten. Jetzt muss ich einmal zurückrollen. Also ich gehe von vorne nach hinten um meine Masche rum, hole mir hier den Faden um die Masche rum. Ja, und dann seht ihr, bildet dieser Faden hier, den ich da rumhole, unseren Umschlag. Das huschelt sich hier ein bisschen eng zusammen, aber das ist an der Stelle gar kein Problem. Und dann gehe ich hier wieder rein und mach mein Standstäbchen und da ist es schon. Und so einfach hast du dein Standstäbchen schon dran und dann kannst du ganz normal weiterhäkeln und wichtig ist, dass du das Standstäbchen als Masche mitzählst. Also das ist eine Masche. Dann haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, jetzt habe ich meine Fäden gespleißt, 7, 8 und da ist meine 9., die geht auch in das Standstäbchen rein und da gehe ich auch, ihr seht's, ne, das knubbelt sich hier so ein ganz klein bisschen, aber das macht nichts. Ich gehe hier oben rein, da, zack und bohre mich da durch, hole mir meinen Faden. Und da ist er auch schon. Und so sieht die Kante schön gerade und schön gleichmäßig aus. Und ihr habt weder Löcher noch Knubbel. Und ich zeige euch das noch einmal nach dem Umdrehen. Also ein bisschen weiter rausholen. Ihr könnt es festhalten, müsst ihr aber nicht. Also ich halte es mir immer oben gern fest. Aber ihr seht, es geht auch ohne. Dann von oben diesen Faden greifen. Und schon habe ich den Umschlag hier drauf. Das Einzige, was ihr hier gucken müsst, ist, dass ihr die ein bisschen trennt, weil sonst ist das schwierig zu finden. Und dann kann ich den holen. Mit halben Stäbchen funktioniert das übrigens genauso. Dann würdet ihr ja jetzt hier einmal komplett durchziehen und dann eure halben Stäbchen häkeln. Nicht stricken, sondern häkeln. Geht also mit Stäbchen, mit halben Stäbchen, mit Doppelstäbchen geht das auch. So, und so
sehen meine Standstäbchen aus. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt noch eine andere Möglichkeit gezeigt habe, schöne Ränder und gerade Ränder beim Häkeln zu machen. Wichtig ist dann hier, wie gesagt, in die erste Masche rein. Und dann ist natürlich auch unser Standstäbchen unsere letzte Masche. Es gibt jetzt hier keine Luftmaschenbögen mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann empfehlt mich doch gerne eurer Freundin weiter. Und lasst auch gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo und dafür auch die kleine Glocke abonnieren. Dann kriegt ihr immer alle Infos, wenn ein neues Video kommt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.